Okay, so first of all, we will discuss the plan for today. The plan is very um, inspiring, I would say. Also wir besprechen erstmal, was wir heute vorhaben und ich würde sagen, das ist alles sehr inspirierend. Yeah. This webinar, when we check different vision parameters, we usually organize from time to time, and sometimes we change some parameters, sometimes we recheck them. We even have the special course, it's very short, which is divided into each parameter, and it's free of charge actually. Und wenn wir dieses Webinar anbieten, wo wir die verschiedenen Parameter immer wieder etwas uns verändern, das Webinar, und wir haben auch ein kostenfreies Webinar. Das ist ein bisschen aufgeteilt, aber das ist in der Tat tatsächlich auch kostenfrei. Yeah. For example, I will share the link with you. In this link, just try to open it, because if you're able to open it and enter our system, you will go into the small lesson with 2 PDF files to download far vision test and near vision test. If you're able to do this, perfect. If you're not able to do this, it doesn't matter for the moment, it's just the test. Und ich stelle hier mal einen Link in den Chat und ich bitte euch, den auch zu öffnen. Und da sind 2 Dokumente, 2 PDFs. Da ist einmal ein Nahsichttest und einmal ein Fernsichttest. Und wenn ihr das öffnen könnt, dann ist das wunderbar. Und wenn ihr das nicht öffnen könnt, ist das aber auch nicht so schlimm. If it's not working, no worries. It just test if it works for you or not. Wenn es nicht funktioniert, ist es nicht so schlimm. Es funktioniert nicht. Okay. No problem. We will fix that later. We will send you the link later. For some people it works, for some people it doesn't, so as usual. Also für manche Leute funktioniert es, für andere Leute funktioniert es auch nicht. Und das ist auch leider ein bisschen normal. Wenn das nicht für euch funktioniert, dann werden wir das nochmal nachher machen. Ihr braucht das at the nicht moment jetzt. it doesn't stop us from working further. No problem. Und das hält uns jetzt nicht davon ab, unser weiteres Thema zu behandeln. So first of all, I would like just to introduce the whole idea of today's webinar. It will take about 1 hour and a half, maybe 2 hours. We will see how it goes. I hope that we will be able to do this within 1 hour and a half. Also, aber lasst mich erstmal doch mal die Eckdaten besprechen. Das heutige Seminar, das wird ungefähr 1,5 Stunden brauchen, vielleicht auch 2, aber ich hoffe, dass wir in 1,5 Stunden durchkommen. And at the beginning, of course, I have to tell you that what we're doing is not the complete replacement of the normal eye doctor research in clinics. Und natürlich muss ich euch vorher, bevor wir beginnen, mitteilen, dass natürlich die Tests, die wir heute durchführen, nicht eine klinische Untersuchung ersetzen können. Yeah, I hope that you understand why. Yeah, we don't have machines, and your experience is not enough to give the 100% diagnosis. Und warum ist das so? Naja, natürlich stehen uns hier nicht diese entsprechenden Maschinen zur Verfügung und ihr habt wahrscheinlich auch nicht die entsprechenden Erfahrungen eines Augenarztes. Yeah. Today's webinar and the parameters that we will determine is just for you to understand where you are going. Just to wake you up, yeah, and to direct you to pay attention to some parameters of your vision.
Und das, was wir heute also machen, die Parameter, die wir untersuchen, die dienen eigentlich nur dazu da ein Bewusstsein zu schaffen, so dass du auf die richtige Spur kommen kannst und dann einfach damit auch dein Sehen beobachten kannst. Of course, there are some parameters that my colleagues ophthalmologists have no idea about. And this is our advantage for here, for today. Und natürlich gibt es auch ein paar Parameter, von denen meine Kollegen, die Augenärzte, keine Ahnung haben. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Yeah, but still, I am a representative of a complementary medicine. So I don't replace the normal medicine. I complement it. Yeah. Und ich bin natürlich auch ein Repräsentant einer Komplementärmedizin. Das heißt, ich ersetze die Schulmedizin nicht, aber ich ergänze sie. Yeah. I'm of the point of the view that everything should be used properly in balance. You shouldn't go and do the surgery immediately, yeah, and do the and use some eye drops all the time or wearing eyeglasses. I don't like the tools of the traditional medicine. That's why I complement this with my own method. I diamond. Und ich bin auch nicht dafür eben, dass du sofort dich einer OP unterziehst oder den ganzen Tag Brille trägst oder ständig Augentropfen verwendest. Also, aber ich verstehe mich als eine ergänzende, als ein komplementärer Anteil zur Schulmedizin. Weiß jemand bitte, wo der Link finden ist? Does anybody know where you can find the link? Yeah, it's here. Hier ist nochmal der Link. You can try it. If it doesn't work, please don't get upset. It's not a problem now. It's just the test, you know. Und ihr könnt das probieren, ob ihr den Link öffnen könnt. Wenn ihr das nicht könnt, dann regt euch nicht auf. Das ist jetzt einfach im Moment nicht so wichtig. Yeah. And please prepare a sheet of paper and a pen so you can write the results for each test. Und bitte aber bereitet ein Papier vor und einen Stift, so dass ihr die Ergebnisse der Tests euch notieren könnt. Yeah, ready? Ready, steady, go. Okay, and the first test. Also der erste Test, fangen wir an. Yeah, it's called test for eyelid muscle spasm. Das ist der Test, um die Spannung im Augenlidmuskel festzustellen. So what is the eyelid? Eyelid, this is this area that covers our eyes. Yeah. Also was ist das Augenlid? Das ist der Bereich, der unsere Augen bedeckt. What's happening when the eyelid muscle has a spasm? We blink improperly. Was passiert also, wenn wir da eine Verkrampfung haben? Dann blinzeln wir nicht. And also there are further problems which I will describe later. Let's do the test first. Natürlich können auch noch weitere Probleme entstehen, aber wir machen jetzt als erstmal den Test. So you will need a mirror. From time to time you can use your camera, and you can also use your camera because we are going to film ourselves. So it's good to have it. Ihr braucht einen Spiegel von Zeit zu Zeit, aber auch eine Kamera. Das heißt also, ihr könnt die Kamera von eurem Smartphone verwenden. Die ist ganz praktisch von Zeit zu Zeit. And the first thing we are going to do, we are going to close the eyes. Und was wir als erstes tun, ist, wir schließen die Augen. Yeah, and we are going to film ourselves. Und wir werden uns mit geschlossenen Augen filmen. So close your eyes and film yourself. Also schließe jetzt die Augen und filme dich selbst. Also deine Augen vor allem. This is the first task. Das ist die erste Aufgabe. Without glasses. Und das bitte ohne Brille. Dorothy.
And then I will explain what you should check. Und dann erkläre ich gleich, auf was ihr achten solltet. If you don't have a camera, maybe you have your husband who can look at you, or wife. Wenn du keine Kamera zur Hand hast an deinem Telefon, dann kannst du vielleicht auch deinen Ehemann oder deine Frau bitten, dass sie dich beobachtet, deine Augenmuskeln, Augenlidmuskeln. So what we are checking? So we are looking at our, and we are going to film ourselves. Was überprüfen wir jetzt? So we are looking at ourselves, and we pay attention to two things. The first, eye movement with closed eyes, if the eyes are moving or not. And second, we are noticing if there is a trembling in your eyes. Also es gibt zwei Dinge, auf die ihr jetzt achten könnt, wenn ihr euch das Video anschaut. Erstens mal, ob sich die Augen unter den geschlossenen Lidern bewegen. Und das Zweite ist, ob es ein Zittern des Augenlides bei geschlossenen Augen ergibt. If you don't have a camera, you can ask your relatives to look at you and tell you. Wenn du jetzt keine Kamera zur Hand hast, kannst du natürlich jemanden bitten, der gerade in deiner Nähe ist, dasselbe mit dir zu tun. And you can share your results in the chart. Und du kannst dann bitte deine Ergebnisse im Chat teilen. Meanwhile, I will give you a feedback of the errors that you are making at the moment. Und in der Zwischenzeit kann ich euch schon mal ein Feedback geben von den Fehlern, die ihr jetzt gerade macht. So, liebe Leute, bitte schalten Sie dein Licht ein. Ja? So bitte sein im Webinar mit Helllicht. Ja? Keine Licht, keine gute Sehkraft. So bitte. Nein, keine Dunkellicht, nur Helllicht, bitte. The problem is, I keep telling about it, but still, I would like to remind you that if we need focus, the light should be on everywhere, not just your computer. Also ich erinnere euch immer wieder gerne daran und sage euch, dass wenn ihr fokussiert sein möchtet, dann sollte das Licht an sein und ihr solltet das im ganzen Raum anhaben und nicht nur an eurem Computer. Otherwise, it will be very stressful for your eyes. Because on the one hand, you are sending this signal that you need to focus because you need to look at this screen. But on the other hand, the other light is dim. And it gives you the signal that you should activate your peripheral vision. And your brain doesn't know what type of vision to use, the central vision or the peripheral vision. When you mix the dim light and the bright light. So either dim light to relax or bright light to focus. Now we need the focus, so only bright light, please. Also das Problem ist, dass wenn du dich fokussieren möchtest und du aber gedimmtes Licht hast, dann gibst du mit dem gedimmten Licht deinem Gehirn das Signal, dass es das periphere Sehen einschaltet und dein Gehirn weiß dann, und du möchtest aber ja eigentlich konzentriert sein und fokussiert sein. Das bedeutet also gedimmtes Licht, dann wird das periphere Sehen eingeschaltet und du gehst in einen entspannten Modus und wenn du aber fokussiert sein möchtest, dann
wird das zentrale Sehen angeschaltet bei hellem Licht. Yeah. Okay, so share your results. Teile bitte deine Ergebnisse jetzt. So ideally, there should no be any movement and no trembling. Also idealerweise sollte es da keine Bewegungen geben und auch kein Zittern. Yeah. If you have trembling, you have a spasm of the eye muscle, of the eyelid muscle. This is definitely true. Wenn du also ein Zittern hast, dann hast du auf jeden Fall eine Verkrampfung am Augenlidmuskel. Das ist 100%ig. You can write just plus or minus. Yeah, spasm plus or minus. Du kannst auch im Chat einfach schreiben, okay, oder auf dein Notizbuch, Verkrampfung, ja oder nein, also plus oder minus. Ja. Okay. If you have spasm in the eyelid muscle, you should use several tools, and the main ones is the massage. Wenn du also eine Verkrampfung im Augenlidmuskel hast, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eines davon ist die Massage, die du verwenden kannst. So you grasp eyelid and massage. Grasp eyelid and massage. Also du greifst das Augenlid zwischen zwei Fingern und massierst es. Du greifst es wieder und massierst es. And also you should reread and reintegrate the healthy visual habits in my book, Gesundes Sehverhalten. Und du solltest natürlich auch die gesunden Sehgewohnheiten aus meinem Buch Gesundes Sehverhalten integrieren. Yeah, and the first healthy habit is the healthy sleep. Und die erste gesunde Gewohnheit ist der gesunde Schlaf. So you need to review your sleeping mode. Also du solltest deinen Schlafmodus nochmal überprüfen. Ulrike, I'm happy for you. Hopefully you will get it soon. Ja, Ulrike, ich bin glücklich. Das Buch ist auf dem Weg zu dir und ich hoffe, dass du es bald bekommst. Yeah, and please remember, I will not give you the same information as in the book, so you can just read all the recommendations regarding sleeping mode, how you should behave before sleeping, and so on. So it doesn't matter. It makes no sense for me to repeat it, all the things here. Also ich werde das jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Ihr könnt das einfach dann in dem Buch nachlesen, was ihr beachten müsst vor dem Schlafen und wie ihr dann schlaft. Das macht keinen Sinn, wenn ich das alles immer wiederhole. If your eyes are moving while you are closing your eyes, what does it mean? Wenn sich deine Augen bewegen, während du die Augen geschlossen hast, was bedeutet das? It means that your sympathetic nerve system is active now, so it dominates over parasympathetic nerve system. Das bedeutet, dass dein Sympathikus aktiviert ist und er über dem Parasympathikus dominiert. Yeah, sympathetic nerve system is stress und parasympathetic nerve system is relaxation. Also der Sympathikus bedeutet Stress, so verkürzt dargestellt, und der Parasympathikus bedeutet Entspannung. Yeah, you should always try to balance the work of these two systems. So stress and relaxation, they should be 50-50. Und ihr solltet einfach immer darum bemüht sein, dass das ein ausgewogenes 50-50% Verhältnis hat. But if you have 3 children, or if you have to work long hours, if you don't have enough sleep, hardly your parasympathetic nerve system works properly.
Aber wenn du natürlich 3 Kinder hast, wenn du viele Stunden, Überstunden arbeiten musst oder wenn du nicht gut schläfst, dann ist es natürlich schwierig, dass dein Parasympathikus richtig arbeitet. Yeah. And in that case, you just need to focus that you could have some nerve outbreaks if your eyes are moving. This is the first sign that you could have nerve outbreaks. Also das kann dann Nervous outbreaks. natürlich sein, dass du sozusagen nervöse Ausfälle eben hast. Ne? Das ist dieses Zittern an oder diese Bewegung an den Augen oder also kann sozusagen bis zu einem Nervenzusammenbruch führen. There is another test you can try not immediately, later. In Vision Academy, we practice qigong. Yeah, this is energy exercises, and we practice it several times a week together. Und was wir natürlich in der Vision Academy machen, da üben wir Qigong, das üben wir mehrmals die Woche. Yeah, and sometimes we do exercises in dynamic. Yeah. Und manchmal führen wir dynamische Übungen durch. Yeah, but sometimes we do the exercises in static. Und manchmal führen wir aber auch statische Übungen durch. And if you have a nervous outbreak, or if you are stressful, you won't be able to do exercises in static more than 1 minute. Aber wenn du natürlich eine nervliche Belastung hast und auch natürlich gestresst bist, dann kannst du diese statischen Übungen nicht länger aushalten als 1 Minute. Yeah. For example, we are standing in the tree position for 15 minutes. This is minimum, but normally you should stand in this position for half an hour. Also wir stellen uns zum Beispiel in die Position des Baumes und wir halten diese Position dann für 15 Minuten, was das Minimum ist, aber eigentlich sollte man das bis zu einer halben Stunde halten. Not possible for nervous people. Und das ist unmöglich für nervöse Leute. Okay. So, the next test is the eye symmetry. Der nächste Test ist die Symmetrie der Augen. How we do it? Und wie führen wir das durch? Okay. So, are you ready? Everything is clear for the first parameter. Seid ihr bereit oder habt ihr noch Fragen zu den ersten Parametern? Okay, so we go on, yeah. Also dann lasst uns weitermachen. So the eye symmetry is simple. You just look in the mirror. Die Symmetrie der Augen, das ist ganz einfach. Ihr schaut euch einfach im Spiegel an. With open eyes. Mit geöffneten Augen. And you try to see any symmetric problems. Sometimes one eye is open wider, the other eye is open a little bit narrower. So you just look at yourself, or you can take a picture, for example. This is another possibility. Also ihr schaut euch einfach im Spiegel selbst an oder ihr könnt natürlich auch ein Selfie von euch machen und ihr beobachtet einfach, manchmal gibt es ein Auge, was weiter geöffnet ist oder ein Augenbrauen, der weiter oben ist. Da kann es manchmal Unterschiede geben. So open your eyes normally, take a picture and just compare the left eye and the right eye, if they are symmetric or not. And so Also, just write in the chart.
plus symmetric minus not symmetric. Also macht ein Foto von euch und schreibt einfach dann in den Chat ein Plus, ja, es ist symmetrisch, oder ein Minus, nein, es ist nicht symmetrisch. If you notice that one eye is different, sometimes it could be completely normal, because that could be your anatomic feature. Manchmal, wenn die Augen unterschiedlich sind, kann das auch aber normal sein, weil das vielleicht deine anatomische Eigenschaft ist. Yeah, we are not robots, you know. We are not. Sometimes it's absolutely normal that to have some asymmetry in our body, but sometimes it could be caused by problems. Es kann also manchmal normal sein, dass wir einfach ein bisschen ungleich sind, also dass wir ein bisschen asymmetrisch sind. Aber manchmal kann es der Grund von einem Problem sein. Yeah, it's not necessarily to take a picture of yourself. You can just come to the mirror, have a look briefly, and come back. This is also not a problem. Du musst also gar nicht unbedingt ein Foto von dir machen. Du kannst einfach auch zum Spiegel gehen und dich anschauen und dann wieder zurückkommen. Mhm. So, there are two options. One option, if you have asymmetry, this is completely anatomically fine, and you just have the natural feature from your birth. And the second explanation is the problem caused by tension, for example, by stress. Also das eine ist, dass du eine Asymmetrie hast, die zu deinem Körper gehört, die du schon von Geburt an hast. Und die andere ist durch ein Problem verursacht, und zwar durch Spannung, durch Stress. Yeah. Okay. If you have asymmetry, you should pay attention to the eye that have a problem, and then you should do the exercises to relax it. Yeah, and of course, you should isolate the eye, the normal eye. So you cover the stronger eye, and then relax the eye that has problems. Also, was kannst du dann tun? Du solltest dann eben dieses Auge, was die Spannung hat, die verstärkte Spannung hat, das solltest du entspannen. Also du solltest das dann isoliert üben und du solltest das stärkere Auge dann abdecken und dann das schwächere Auge entsprechend zu entspannen. Okay. So the next test is equity eyesight. So if you can open this page, if you can authorize, you can download PDF on it. If you cannot, you can use just any book. Yeah, any book, doesn't matter. And I will explain you how you can check your vision using just the book. Also jetzt, das nächste ist eben die Sehkraft wirklich zu prüfen. Wenn du hier diesen Link öffnen kannst, dann ist das, und die PDFs herunterladen kannst, dann ist das wunderbar. Wenn nicht, dann kannst du auch irgendein Buch nehmen und ich zeige dir, wie das dann geht mit dem Buch. I will explain you what you can do, how you can check your vision using the normal book. Und ich werde dir erzählen, wie du dein Sehen testen kannst an einem normalen Buch. So, if you are using the eye chart, just wait
I will explain how you can check vision using the book, and then I will explain how you can check your vision acuity using the eye charts. Okay? Also, ich erkläre jetzt zuerst, wie du das Sehen mithilfe eines Buchs testen kannst. Und dann als nächstes erkläre ich, wie du das mithilfe der Sehtafel überprüfen kannst. Different options, actually. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. So, prepare just the normal book in A4 format, A5 format, normal book. Also nimm jetzt einfach ein normales Buch im A5-Format zur Hand. Yeah. If you would like to check your far vision, you just cover one eye and find the distance, the maximum distance from which you are able to read this book, and write in the chart, and you can also write it in your notes. So the maximum distance that you're able to read the book, and the minimum distance you're able to read the book with each eye. Die Weitsicht dein Problem ist, dann nimmst du das Buch und du misst die Entfernung, die maximale Entfernung, in welcher du das mit einem Auge noch lesen kannst. Also du testest jedes Auge unabhängig voneinander. Also die maximale Entfernung. Yeah, and do the test with each eye and with both eyes, without glasses. Du machst also den Test natürlich mit jedem Auge einzeln und dann mit beiden Augen zusammen. Natürlich. Yeah. We don't care how you're able to see with the glasses. Denn wir interessieren uns nicht so sehr dafür, wie du mit einer Brille sehen kannst. Yeah, the glasses is the artificial correction, but we are checking your natural vision capacity. Die Brille ist natürlich eine künstliche Unterstützung der Sehkraft und wir wollen ja deine natürliche Sehkraft testen. What about this link, for example? Und vielleicht probiert ihr mal diesen Link hier. Will it work for you or not? Vielleicht funktioniert dieser Link. When you are checking your vision, what is very important? What is very important for you? Also, was ist jetzt hier wichtig, wenn du dein Sehen überprüfst? You don't squint your eyes and you don't do like this. You just cover your eye, your open eye with a palm. Don't do like this. Also, du kneifst dein Auge nicht zusammen
Und du kneifst auch nicht das andere Auge zusammen. Also du bedeckst einfach mit einer Hand das andere Auge. Aha. The other link works, yes. Good. On one more. Just a second. Und noch eins. Einen Moment. There are two eye charts, to see near and to see far. Es gibt zwei Sehtafeln. Es gibt eine Seetafel für die Fernsicht und eine für die Nahsicht. Also sometimes not working for someone. Und für manche funktioniert das vielleicht auch nicht. Yeah. Just a second, maybe I'll find a way how I can share files here. Aber ich überlege, einen Moment, vielleicht kann ich das anders teilen. For some people it works perfectly well, for some people it doesn't. Für manche funktioniert das sehr gut und für manche andere wieder nicht. Yeah. Everything like in life. So wie im wahren Leben. Let me check one more time. Meanwhile, you can share your results. Yeah, please write your results, or if it's not clear, please also write that it's not clear to you what to do. Also ihr könnt natürlich auch gerne wieder eure Resultate im Chat teilen oder wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas nicht klar ist. Yeah, I have found a quick way how to share the eye chart link with you. You can use this one. There are two eye charts, two PDF. Maybe you can download it later, not immediately, but it will be useful for you. Eben diese zwei Eye-Charts, diese zwei Sehtafeln, du kannst sie dann auch herunterladen, die können dir dann auch später noch nützlich sein. Yeah, you should understand that the checking eyesight acuity is also not 100% objective and not 100% precise. Und natürlich, diese Überprüfung der Sehkraft ist natürlich sehr subjektiv und sie ist natürlich auch nicht 100% präzise. And of course, you won't be able to read anything without good light. With the dim light, it's not possible to see any eye charts. Und natürlich wirst du auch hier ein gutes Licht brauchen, denn mit einem schlechten Licht, mit gedimmtem Licht, wirst du natürlich nichts auf der Seetafel sehen können. Yeah, you should realize. And when you are looking at the eye chart, you should wait. You shouldn't hurry up. You shouldn't try to squint your eyes. This is also a mistake. Und natürlich solltest du dir auch Zeit lassen. Also du solltest, wenn du dir die Ruhe nehmen, du solltest also dein Auge nicht zusammenkneifen, sondern dir wirklich Zeit lassen, und das Auge entspannen lassen. Yeah, and of course, after wearing glasses for hours or maybe for years, if you take off the glasses, you cannot see anything. Your eyes need time to focus. Und natürlich, wenn du auch den ganzen Tag oder vielleicht schon sehr lange Zeit eine Brille getragen hast, dann brauchen deine Augen ein bisschen Zeit, um zu fokussieren. So we check vision near and we check vision far with each eye and with both eyes. This is the test. Also wir überprüfen die
die Lesekraft in die Nähe und in die Entfernung. Und zwar mit beiden, erst mit einem Auge und dann mit beiden Augen. The book or the eye chart should be opposite your eyes, not down, not up. It should be opposite your eyes. Und das Buch oder die Sehtafel, die sollte genau gegenüber deiner Augen liegen. Also nicht nach weiter oben, nicht nach unten, sondern genau gegenüber deiner Augen. So if you are testing your vision with the book, it's the easiest way. And I can tell you the standard. If you are able to see the book from the distance of about 2 meters, then your vision is about 100%. It's far, of course. Also wenn du jetzt an der Fernsicht arbeitest, dann kann ich dir jetzt natürlich auch die Parameter sagen. Also wenn du dieses Standardbuch hier in eine Entfernung von 2 Metern lesen kannst, dann This hast du text, not this Bei- one, not this one, but the normal text, A5 format. Und bei einem A5-Format rede ich hier von den ganz normalen Buchstaben, so wie ich sie hier in meinem Buch verwende. Und dann Ja. solltest du sie auf 2 Meter lesen können. Das ist weit weg, ja, aber dann siehst du 100%. If you're able to see it from 1 meter, it's 50%. Wenn du es aus 1 Meter Entfernung lesen kannst, dann ist das eine Sehkraft von 50%. If it's 1 meter and a half, this is 75%. Wenn du 1,5 Meter Entfernung sehen kannst, dann sind das 75%. So you can check, yeah. And this is far vision. Near vision, if you're able to read the text from the distance of 30 centimeters, this is 100% vision near. Das war also die Fernsicht. Das heißt, wenn wir jetzt an die Nahsicht gehen und du das Buch aus 30 Zentimeter Entfernung lesen kannst, dann hast du 100%ige Nahsichtkraft. Yeah. If it's 60 centimeters, then it's 50% vision far. Wenn du 60 Zentimeter das Buch weghalten musst, dann hast du eine 50%ige Sehkraft in die Nähe. Yeah. If it's further, then it's less and less. Und wenn es weiter weg ist, dann ist das natürlich weniger und weniger. Yeah. If you are not able, please write in the chart if you are not able to see any letters without glasses. Und schreibt jetzt bitte gerne in den Chat, wenn ihr überhaupt gar nichts lesen könnt ohne Brille. Danach sehe ich nicht gut, nur die ersten 2 Zeilen. Mhm. Do you want me to translate? Dorothy is asking, and scheidene ist doch, wie können wir die Verschlichtigkeit beheben? Was ist das? The question is how can we change the bad vision? That's a good question. Das ist eine gute Frage. This is not the topic of today's webinar, but in general I will give you the ideas, of course. Das ist natürlich nicht das Thema des heutigen Seminars, aber ich werde dir natürlich ein paar Ideen und Inspirationen geben. Yeah. This is the third webinar that we're organizing over the last 2 months, I think, 1 month and a half. Und das ist jetzt das 3. Webinar, was wir organisieren innerhalb der letzten 1,5 bis 2 Monate. Yeah, and at the recording page,
in which we will publish the recording of this webinar, you can find all the webinars that you missed, so you can watch the recordings. Und in der Webseite, wir schicken euch ja einen Link dann mit den Aufnahmen und da kommt ihr zu einer Webseite und in diesem Bereich könnt ihr euch auch die vorhergehenden Seminare anschauen. Yeah. In the general idea, first you integrate the healthy visual behavior, then you train ciliary muscle. Und der Weg dahin ist, dass du erstmal natürlich dich um die gesunden Sehgewohnheiten kümmerst. Dann trainierst du deinen Ziliarmuskel. Yeah, and then you also improve blood circulation in your vision system. You do the energy exercises. Und dann verbesserst du natürlich deine Blutzirkulation in deinem ganzen System und im Sehsystem und du integrierst Energieübungen. Yeah, there is the method that I introduce, iDiamond, that will help you to improve your vision. But first we should understand what is your problem. Und das ist natürlich die Methode, die ich repräsentiere, aber wir müssen natürlich erstmal verstehen, was ist denn überhaupt das Problem? Dorothy, es ist egal, wie bald du bist. Ja? Ich bin 38 Jahre alt, du bist 79 Jahre alt. Ja? Wir alle sind ältere und ältere. Es ist egal. Ja? Wir sind nicht junge mit der Zeit. Und wir sollen Übungen, ja, es ist egal. Ja. Alte Probleme. Es ist nicht alte Probleme. Es ist Probleme mit was du solltest zu tun, ja. Okay, so machen wir weiter. So next parameter. So of course you can also check this parameter in the special machine, refractometer. Special machine also can give you the two parameters, spheres and cylinders. Also du kannst das natürlich auch mit dieser Maschine, wie sie hier abgebildet ist, messen lassen. Und diese Maschine gibt dir einen Indikator über die Sphären und über die Zylinder. Spheres, this is the normal dioptries. Die Sphäre, was als Sphäre bezeichnet wird, das sind die ganz normalen Dioptrien. Plus und minus. Also Plus und Minus. Yeah, and spheres dioptries can give you information regarding your astigmatism if you have it. Astigmatism is distortion of the cornea. Sometimes people can see doubled or not clear because they have astigmatism, the distortion of the cornea. Und die Zylinder, die geben dir eine Auskunft über den Astigmatismus, also über die Hornhautverkrümmung. Das ist eine Verzerrung der Hornhaut. Und da können manche Leute, die können eine Doppelsicht haben oder eben ein unscharfes Sehen aufgrund von dieser Hornhautverkrümmung. So if you look at your glasses prescription, you can find dioptries in spheres and in cylinders. And to understand the ultimate number of dioptries, you should sum them up. Because when you sum them up, you get the ultimate number of dioptries you have. Und wenn du also deine Brillenverschreibung dir anschaust, dann hast du wahrscheinlich zwei Werte und die solltest du addieren, denn diese Addition gibt den genauen Wert deiner Fehlsichtigkeit. And what does it mean? It means that you could, for example, you could have -4 spheres and -1.5 cylinders.
Du kannst also minus 4 zum Beispiel Sphären haben und minus 1,5 Zylinder. So you sum them up and you get minus 5.5. Your astigmatism causes 1 dioptry and a half, and the normal dioptries cause 4 dioptries. Und du addierst sie dann und das gibt eine Fehlsichtigkeit von minus 5,5. Also du hast eine sphärische Dioptrie von 4,5 von 5 und eine über den Astigmatismus, die nochmal 1,5 ist. Yeah, please write in chart if you have astigmatism. Bitte schreibt es gerne in den Chat, ob ihr einen Astigmatismus, eine Hornhautverkrümmung habt. If you know that you have astigmatism. Also vielleicht, ob ihr das wisst, dass ihr das habt. Yeah. So this is extra problem. Das ist nochmal ein extra Problem. Yeah. Okay, so let's go further. And the next test is the eye muscle strain check. Also lasst uns ein bisschen weitergehen. Der nächste Test ist der Test der Verspannung der Augenmuskeln. So here you can see the eye muscle strain check. So different eye muscles, yeah, they surround the eye and they control the movement of the eye, up and down, left and right, diagonals. Also hier siehst du abgebildet die verschiedenen Muskeln und die kontrollieren die Bewegungen des Auges, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Some people think that these muscles are critically important. Yes, they're important, but not critically. But still, we should know in which direction we have problems with these eye muscles, because the tension that is accumulated in the eye muscles, it also leads to the tension in the ciliary muscle. This is just this is all the common indicator of the tension in your vision system. Also manche Leute glauben, dass das sehr entscheidend für das Sehen ist, aber das ist es nur sekundär. Denn natürlich, die Spannungen in den Augenmuskeln können auch eine Verspannung im Ziliarmuskel hervorrufen. Und das ist ein Indikator des allgemeinen Spannungszustandes des Sehsystems. Yeah, and normally how we check that? We close the eyes and look up as much as we can. Wie überprüfen wir das jetzt? Also wir schließen die Augen und wir schauen nach oben, so weit wir können. With closed eyes, because we should focus on the sensations in the eye muscles. Natürlich mit geschlossenen Augen, denn wir wollen uns ja jetzt hier auf die Wahrnehmung in unseren Augen konzentrieren. Yeah, and if you feel any discomfortable feeling, you can write down that in the eye muscle test, in the arrow up, you have a problem. You can have a cross. Und wenn du jetzt irgendein unbequemes Gefühl verspürst, dann kannst du aufschreiben, ja, im oberen Bereich habe ich ein Plus, hier habe ich eine Spannung. Many people have this uncomfortable feeling. Viele Menschen haben hier dieses unbequeme Gefühl. Especially people who are reading a lot and people who wear bifocal glasses. Insbesondere Menschen, die viel lesen und auch Menschen, die eine Gleitsichtbrille tragen. So if you wear bifocal glasses, please write in the chart that you are wearing bifocal glasses and it's difficult for you to look up, or not difficult, but with a problem. Also wenn du eine Gleitsichtbrille trägst, dann schreib das gerne in den Chat, dass du eine Gleitsichtbrille trägst und auch ein Problem hast, nach oben zu schauen. Yeah, I see. Yeah, a lot of people like that. Yeah. Do you know why it's happening?
Ich sehe, dass viele Leute das haben. Und wisst ihr, warum das passiert? Because bifocal glasses have special area. It's usually on the bottom of the glasses, and this area is needed so you could look down to read small text, and when you look straight, you look far. So there are two types of dioptries in these bifocal glasses. Far dioptries, they stimulate you to look straight. And to read small text, there's just this small area at the bottom of these glasses. And to read, you have to look down. Also bei den bifokalen Brillen beziehungsweise auch bei den Gleitsichtbrillen ist das sehr ähnlich. Habt ihr zwei Bereiche. Also bei den Gleitsichten ist es natürlich ein fließender Übergang. Da habt ihr, wenn ihr gerade ausschaut, habt ihr eine Dioptrie, damit ihr in die Ferne gut schauen könnt. Und aber nur der untere Bereich, hat eine andere Dioptrie, damit ihr lesen könnt. Yeah. So when you're wearing bifocal glasses, they stimulate you to look down to read the text. But Also, this means that you're straight in inferior or rectus muscles. Eye muscles should work all the time, especially if you read a lot. Also das bedeutet, dass ihr gezwungen seid, um zu lesen, nach unten zu schauen. Und dann hat eure obere gerade Augenmuskulatur immer eine Spannung, weil ihr, wenn ihr viel lest, immer nach unten schaut. The healthy principle of reading or looking at any object, you are always putting the object in front of the eyes. Not like this, but like this. Yeah, 15 degrees maximum. Not like this. This is wrong habit. Und das Geheimnis ist also, dass ihr eben nicht nach unten schaut zum Lesen, denn das ist eine schlechte Gewohnheit, sondern dass ihr das, was ihr wirklich anschaut, auch beim Lesen gegenüber der Augen haltet. Also vielleicht mit einem Winkel von 15 Grad absteigend. Yeah, and if you don't wear bifocal glasses and if you still have this uncomfortable feeling, it means that you are looking down too much. You are not looking up. Und wenn du keine Gleitsichtbrille trägst, aber trotzdem natürlich dieses unbequeme Gefühl hast, dann bedeutet das, dass du zu viel nach unten schaust und nicht genügend nach oben. So the conclusion is very simple. Take your pinhole glasses and throw them into the rubbish. Also die Schlussfolgerung daraus ist sehr einfach. Du nimmst also deine Gleitsichtbrille und du wirfst sie einfach in den Mülleimer. Yeah. In Russia, we have this special website. It's called Avito, and on this website we publish the old things we don't need. So if you someday, if you had it in Germany or in Switzerland, in German-speaking countries, I hope that you'll be able to publish the old things like glasses. So you don't have to waste money. Some people can buy it. Also in Russland gibt es eine Webseite, in der alle die Dinge veröffentlicht werden, die Menschen nicht mehr haben wollen. Also ich hoffe, dass ihr etwas Ähnliches in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum habt, wo ihr das einfach veröffentlichen könnt und einfach, dass ihr, vielleicht wird auch noch jemand Geld dafür bezahlen. Wer weiß. So, I recommend to use two pair of glasses. One pair of glasses to look far, if you need it, of course, if it's critically important to drive a car, for example. Also ich würde dir empfehlen, zwei Arten von Brillen zu haben. Und zwar eines für die Fernsicht, wenn du zum Beispiel, wenn du wirklich Fernsehen musst, und zwar beim Autofahren zum Beispiel. And for near, you can use pinhole glasses. If you don't know how to use it, what kind of pinhole glasses to buy, we can help you. You can just order it from us. We can recommend
different pinhole glasses for you and adjust it for you, no problem. Pinhole glasses, this is the plastic glasses with small holes. They are specially designed to look near. Well, sometimes, in some cases, they also help to look far, but they are not for driving a car. They are for reading or for working on PC. Und wenn du in die Nähe schauen möchtest, dann solltest du eine Lochbrille haben. Und wenn du aber nicht weißt, welche du haben solltest oder welche besser für dich ist, dann kannst du uns auch kontaktieren und sie über uns bestellen. Und sie hilft dir insbesondere in die Nähe zu schauen. Für manche Leute hilft es auch in die Ferne zu schauen, aber sie sind natürlich nicht dazu gemacht, dass du Auto fährst zum Beispiel. Ne? Das sind diese schwarzen Brillen, wo das schwarze Kunststoff ist statt einem Glas mit Löchern drin. Monika schreibt, nicht komplett Gleitsicht für alle Bereiche, nur 2 Stärken für die Ferne und bei der anderen Brille 2 Stärken für die Nähe. Was ist das? It is not a fully graduated glasses, but it is, she has 2 different diopters for far vision, and in another glasses she has 2 different diopters for near vision. Yeah. So she has 2 glasses, but with each of them have 2 separate, they have 2 different diopters. This could be an option, but I'm not a fan of millions of dozens of pair of glasses. I'm here to help you to get rid of any glasses. Das ist schon mal ganz gut, aber ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, so viele verschiedene Varianten von Brillen zu haben. Ich bin hier, damit du deine Brille einfach vollständig los wirst. Yeah, and just for experiment, you can repeat this test up and right. And und then jetzt up and left. Und jetzt kannst du den Test noch fortsetzen. Du kannst schauen nach oben und nach rechts und nach oben und nach links. And for nearsighted people, please also check maximum right and maximum left. Und für die kurzsichtigen Leute, bitte überprüft auch die ganz rechts außen und ganz links außen. We are not checking down because down is not a problem as a rule. Also wir überprüfen jetzt nicht das Sehen nach unten, denn das nach unten schauen, das ist in der Regel kein Problem. Vergiss über Blaulichtbrille, das ist marketisches Angebot. Du solltest kaufen Brille mit Blaulichtfilter. Das ist du brauchst das nicht. Es ist Marketing. Am I right? Did I understand? Right. Okay. Yeah. Also das ist ein Marketing, meint Fedor. Das ist, also man braucht diese Blaulichtfilterbrillen nicht. Yeah, I can tell you, I have a video, I'm going to publish it soon, about the blue light. Ich habe ein Video und das werde ich bald veröffentlichen über das blaue Licht. Yeah, if you would like to know the idea of the blue light damage, I can tell you just very briefly, because I had a look. I looked through different researches. Also ich werde euch ganz kurz über meine Erkenntnisse berichten, denn ich habe verschiedene Studien gelesen. And there is only one research, there is only one conclusion that I have found very reasonable and very undoubtful.
Und es gab nur eine Schlussfolgerung, die ich für sehr schlüssig gehalten habe, also die ich für sehr unzweifelhaft gehalten habe. Blue light from smartphone, from different gadgets, um, reduces the level of melatonin. Melatonin, this is the hormone that regulates different biological cycles in our organism. And first of all, the cycle of sleeping, the sleeping mode. Also das blaue Licht, das reduziert unsere Melatoninproduktion. Und das Melatonin ist für verschiedene hormonelle Regulierungen in unserem Körper verantwortlich, unter anderem natürlich für unsere Schlafregulation. Yeah, and of course, melatonin is responsible for different things. For example, immune system, aging, digestion system, blood circulation system. But mainly, this is responsible for sleeping mode. Also Melatonin ist für eine ganze Reihe von Prozessen verantwortlich, aber also natürlich das Schlafen, aber eben auch das Altern, die Verdauung, Stress. Also es sind sehr, sehr viele Prozesse, die damit beteiligt sind, aber eben hauptsächlich auch die Schlafprozesse. Yeah, and for that reason, we recommend 2 hours before sleeping to stop using any gadgets. No, today is the exception because you're listening to me. But in general, you should stop using any gadgets 2 hours before sleeping. Und daher empfehlen wir, dass du 2 Stunden, bevor du schlafen gehst, keine elektrischen Geräte, also keine Bildschirme mehr verwendest. Ne? Also heute ist natürlich eine Ausnahme, weil du hier mit mir im Webinar sitzt, aber 2 Stunden vorher solltest du keine Computer mehr verwenden. And we recommend to start sleeping from 9 to 10. 10 is the maximum. Und wir empfehlen, zu Bett zu gehen zwischen 21 und 22 Uhr. 22 Uhr ist schon das Späteste. To let melatonin to be produced as much as possible. To stay healthy, yeah, and and young. Damit so viel Melatonin wie möglich produziert werden kann, um gesund und jung zu bleiben. Okay, let's go further. Lasst uns weitermachen. So, weaker and stronger eye. This is very simple. I think you can do it very, very clear. Just write in the chart if one of the eye can see better than the other. So as a rule, not necessarily, but as a rule, the eye that can see better is your stronger eye, and the eye that can see worse is your bad eye, the weaker eye. But it's not always like this. There could be some exceptions. Also hier natürlich testen wir jetzt das stärkere und das schwächere Auge. Das ist ganz einfach. Du hältst dir ein Auge zu und das Auge, was besser sieht, ist meistens auch das stärkere Auge. Das muss aber nicht immer so sein. Claudia, when I tell people to go to bed from 9 to 10, for some it's a real challenge. But if I tell them to go to bed earlier than 9 o'clock, it's not possible in principle. Yeah. So personally, I try to go to bed together with my child. My daughter is 4-year-old. And at 8:30 we start going to bed. We are lying in the bed already. We are reading the book, yeah. We are playing, yeah. Do something like that. Yeah. But for many people, it's not possible, you know. I have many clients, and when I tell them, please review your sleeping mode, they say, oh, how can I do it?
So Ayurveda is something that is, for modern people, for contemporary people, it's something that very hard to integrate. Also ja, ich sag mal, wenn ich das natürlich meinen Kunden erzähle, dass sie eben um 9 zu Bett gehen sollen, dann ist das für viele natürlich sehr schwierig. Und für viele ist es eben auch schwierig, das Ayurveda zum Beispiel, wie es hier geschrieben wurde, zu integrieren. Also ich mache das so, dass ich tatsächlich auch schon ab 8 Uhr eben mit meiner Tochter zusammen, sie ist 4 Jahre alt, ins Bett gehe und wir legen uns schon hin und wir spielen ein bisschen noch, aber tatsächlich ist das am besten dann um 9 dann zu schlafen, oder ja. Let me just explain. If you have unbalanced eyes and one eye is stronger than the other eye, there could be problems with how fast you get tired, because if you have one eye stronger than the other, in most cases it does all the visual job itself, and then you get tired quicker. Also, wenn du natürlich jetzt ein unterschiedliches Auge hast, ein stärkeres und ein schwächeres Auge, dann sagt das etwas darüber aus, wie schnell du müde wirst. Denn natürlich das stärkere Auge macht dann eben die meiste Arbeit und dann dadurch wirst du schneller müde. So you can write yourself, you should fix this problem, otherwise it's very uncomfortable to have different eyes. Very, very uncomfortable. You should work on this problem. You should buy the eye patch and you should train the weaker eye, for sure. Also das ist ein sehr unbequemes Gefühl, wenn du sehr unterschiedlich starke Augen hast. Du solltest dir sozusagen eine Augenklappe kaufen und dann das schwächere Augen wirklich trainieren. And you should be aware that when you're looking with both eyes, your vision is it's clear, it's more relaxed, it's more balanced, it's more natural. Your two eyes should work together as the one team. That's the rule. Denn deine Augen, die sollten zusammen als ein Team arbeiten und du solltest wirklich versuchen, dass du dieses eine Auge wirklich verbesserst und daran arbeitest. Denn das ist wirklich eine sehr gute Qualität, wenn die Augen zusammen als Team arbeiten können. Mm-hmm. Okay, I hope that we got it. Okay, so next test. Der nächste Test. So for this test, we will check convergence. Hier testen wir die Konvergenz. There is the convergence and divergence. Convergence when the eyes look moving to the object of the interest. Diverge is when the eyes are looking parallel. Yeah, they're looking far. Also es gibt die Konvergenz und es gibt die Divergenz. Also die Konvergenz ist das, wenn man in die Nähe schaut und die Augen zusammenfließen, und die Divergenz ist, wenn man eben in die Ferne dann schaut. So this has two opposite parameters, divergence and convergence. Das sind also zwei unterschiedliche Parameter, die Divergenz und die Konvergenz. Yeah. And the convergence can be at the near distance and also at the far distance. Und die Konvergenz, die kann in die Nähe sein und auch in die Entfernung. For example, put two fingers at one line, opposite the tip of the nose. Zum Beispiel, bringe 2 Finger in eine Linie der Nasenspitze gegenüber. Look at the near finger and calculate how many fingers you can see. Also schaue jetzt erstmal auf den ersten Finger, der näher liegt, und sag mir, wie viele Finger du siehst. Ich denke, das ist okay. Ich kann das sagen in Deutsch. So, wir schauen auf die Nähe Finger. Und wie viel ferne Finger können wir sehen? Ja,
zwei ferne Finger und ein Nahfinger. Ja? So zusammen, das ist 3 Finger. Ja. Und jetzt schauen wir auf die ferne Finger. Wie viel Nahfinger können wir sehen? 2. Ja? Und zusammen, das ist 3 Finger auch. Mhm. Ja, gut. Anderer Test, noch ein Test. So, wir schauen ein Finger in der Nähe und dann Dürrfinger. So, wenn du schaust Dürrfinger, die Finger sollte doppelt sein. Ja, so. Ja. So, wiederhole diese Test mit einem Objekt in der Ferne. Und zum Beispiel, es ist egal. Und zum Beispiel dieses Objekt, so in der Ferne. So, du schaust auf dieses Objekt und dann durch dieses Objekt. Und in der Ferne, es sollte auch doppelt sein. Aber nicht wie viel wie in der Nähe. Ja, Finger ist in einer Linie. Ja. So, keine Sorge, unsere Augen sind zur Seite. Wenn wir schauen auf etwas gegenüber unserer Nase, ja, das ist im Zentrum. Aber Augen sind von Seite. So, Augen bewegen so. So, es ist nicht Probleme. Es ist keine Probleme, ja. Aha. Gut. So, wenn alle Tests sind okay, gut. Aber manchmal, du kannst nicht sehen 3 Finger. Ja? Wenn du hast unterschiedliche Augen, das ist nicht möglich. Ein Auge arbeitet. Andere Augen ist zu entspannt, ja, oder zu anspannt. Jetzt. Okay. Wann wir machen diese Test im Vision Academy Livestream-Kurse, wir benutzen eine Schnur mit verschiedenen Kügeln. Und diese Schnur ist normalerweise von 2 bis 5 Meter Länge. Ja? Und wir haben 5 Kügeln und wir können das testen, ja, wir können das überprüfen. In welche Kügel unsere Augen konvergieren oder nicht. Ja? Zum Beispiel hier konvergieren, die zweite konvergieren, die dritte konvergieren, aber vierte nicht möglich. Fünfte nicht möglich. Ja? Es ist zu fern. So, das ist mehr kompliziert. Test. So, wir sollen das machen zusammen, wenn du teilnimmst in unserem Livestream-Kurs oder in Workshop oder in Retreat. So, es ist ein bisschen kompliziert jetzt. Aber ich erkläre, was ist das. Ja? Okay, so machen wir weiter. Blinkentest. Blinzentest. Es ist sehr einfach.
Margarete, vielleicht ich brauche deine Hilfe. Sure. So now I will count down the time and you will calculate how many blinks you do for a minute. You can stand up if you like. It's not necessarily to sit all the time. Yeah, especially if you are tired. Ich werde jetzt die Zeit stoppen und das ist ganz einfach und ihr werdet einfach zählen, wie oft ihr innerhalb einer Minute blinzelt. Ihr könnt sogar aufstehen. Ihr müsst also gar nicht die ganze Zeit sitzen bleiben. Yeah. So I will count down the time and you will look around and just calculate how many blinks you do per minute. And that's it. Also, ich stoppe die Zeit und ihr zählt einfach, wie oft, und ihr schaut umher und ihr zählt einfach, wie oft ihr pro Minute blinzelt. Ready? Seid ihr bereit? Ready, steady, without glasses. Und natürlich ohne Brille. Yeah. Ready, steady, go. Und los geht's. So don't blink on purpose. Just calculate your natural blinks. Also blinzelt jetzt nicht mit Absicht, sondern einfach zählt eure ganz natürliche Blinzelbewegung. Ja, und du kannst steh auf, ja, und wandern in deinen Raum. Es sollte mehr natural sein, ja. So, wir sollen nicht ein Robot sein, ja. Okay, gut, gut. So, bitte schreib deine Ergebnisse in dein Tagesbuch, nicht im Chart jetzt. Wir werden das wiederholen noch einmal. Ja? So, die erste Test ist nicht richtig für 100%. Ja? So, wir wiederholen das sehr schnell. So, fixiere das in dein Tagesbuch und wir das wiederholen sehr schnell. Okay? Mhm. Fertig? So, bitte steh auf. Stopp sitzen, ja? Okay, los geht's. Okay. So, jetzt bitte schreib im Chart und ich sage, was ist das für dich. Ja? Wann deine Nummer, Blindnummer, ist weniger wie 10, das ist Katastrophe. Das ist kaputt.
Wenn das ist von 10 bis 20, das ist nicht so schlecht, aber nicht ideal. Ja? Das ist auch schlecht, aber nicht so schlecht. Ja? Wann ist es von 20 bis 30? Das ist Norm, aber das ist Standard von allen Menschen, ja. Statistisch, Statistics, ja. Aber ich empfehle mehr gesunde Nummer. Es beginnt von 30 und mehr. Es ist besser, wenn du blinzt von 40 bis 70. Das ist gute Nummer für Blinzen. Ja, bei normaler Kondition, ja. Wenn es ist nicht windig, es ist nicht, ohne regnet, ja. Ja, wenn du bist zu Hause oder in deinem Büro, ja, so von 40 bis 70. Ja. Okay, and we are going further, and I Und think wir gehen zum nächsten. We will do one more test, and this will be the last one because I think it's too much for today. Maybe we will just have another part of our webinar because it will be too long. Wir werden nur noch einen weiteren machen und dann werden wir das auch dabei belassen, weil ich glaube, sonst wird das Webinar zu lang werden. Und vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil dazu. The cataract test. Jetzt machen wir den Test für den grauen Star. And retinal detachment and retinal problems test. Und den Test für Netzhautprobleme und Netzhautablösungen. Yeah. So first of all, cover one eye. Jetzt bedecke bitte ein Auge. And just pay attention to how bright your colors are. Und achte einfach darauf, wie stark die Farben sind. Then cover the other eye. Und dann bedecke das andere Auge. And just compare how bright the colors for the left and right eye. Und vergleiche, wie kräftig, wie intensiv die Farben zwischen dem linken und dem rechten Auge sind. Mm-hmm. And also pay attention if some mushwulan are flying. When you are looking up and down, if there are some flying objects in your eyes. Und achte auch darauf, ob es vielleicht ein paar fliegende Objekte in deinem Auge gibt. And also switch on the light in your handy. Und jetzt stell bitte das Licht an in die Taschenlampe in deinem Handy. Cover one eye and just look at the light. Bedecke ein Auge und schaue einfach zum Licht. So move the light close to the eye and far. Und bring das Licht jetzt in die Nähe und wieder in die Ferne. Then close the eye and try to understand
if the eye hurts or not. Und dann schließ das Auge und beobachte, ob das Auge schmerzt oder nicht. Is it extremely uncomfortable or it's okay? Ist das sehr unangenehm oder ist das okay? And repeat the test for the other eye. Und dann wiederholst du den Test für das andere Auge. And let's sum up what we've done. Und And I will dann, explain you. lass uns nochmal zusammenfassen, was wir jetzt gerade gemacht haben. If the colors of the eyes different, for example, one eye has brighter colors than the other. Wenn zum Beispiel die Farben unterschiedlich sind, also ein Auge hat intensivere Farben als das andere. If you have mush volange, some flying objects, und wenn du vielleicht so wie ein paar Fliegen hast, also ein paar Objekte, die so umherfliegen, especially if the objects they are not going away, they are always there. Insbesondere wenn die nicht weggehen und immer da sind. And the third condition, the third term, is if your eye is very sensitive to the light, there is very likely that you have a cataract. Und wenn du als drittes noch sehr empfindlich dem Licht gegenüber bist, dann ist es möglich, dass du einen grauen Star hast. So cataract means your lens becomes less sensitive because the lens should transmit the light. If it doesn't transmit the light very well, you should feel the tension in the eye. Denn die Linse, das hängt an der Linse und die Linse sollte das Licht transportieren. Und wenn die weniger transparent wird, dann merkst du die Spannung im Auge. Yeah, and if some flying objects are flying when you're looking at some background, this flying object means that some part of your lens is getting fogged. Und wenn du auch ein paar Objekte siehst, dann siehst du, dass die Linse etwas neblig wird. Yeah, and of course, if some colors are faded, it also means that you've lost some of the capacity of the lens. So the lens is getting aged. Und wenn auch die Farben etwas anders sind als bei dem anderen Auge, dann bedeutet das, dass die Linse altert. Yeah. So please do these tests and just share your results. Also bitte macht diesen Test und teilt jetzt eure Ergebnisse. So we haven't finished some of the tests, so I think we will do part 2 for this webinar if we agree it with Margarita, because Margarita helps me and I will ask her when she can do this second part. Also ich glaube, wir werden noch einen zweiten Teil von diesen, wir haben jetzt nicht alle Tests durchgeführt, wir werden noch einen zweiten Teil durchführen und wir werden da einen weiteren Termin finden. Yeah, and for now I will just tell you that you are very welcome to fix your eye problems at our retreats. Yeah, that will be very soon in May. Yeah, from the 9th of May till the 12th of May in Frankfurt, in Deutschland, in Germany. Und natürlich möchte ich euch aber nicht versäumen, euch einzuladen, wie ihr natürlich eure Sehkraft wiederherstellen könnt. Und zwar wird das ein Retreat geben in Deutschland, in Frankfurt im Mai. Yeah, and I'm very happy
to congratulate our dear women with the Women's Day. It's coming soon, tomorrow. Und natürlich möchte ich auch allen Frauen jetzt zum kommenden Frauentag gratulieren. And for you, we have this special offer, the Frau Power. Und- Frau Power, this is the promo code. Und für euch haben wir einen speziellen Rabattcode, und zwar Frauenpower. Yeah, that will give you minus 50 Euro. Und das wird euch den 50 Euro abziehen, Yeah, also einen Gutschein von 50 Euro geben. yeah, and it's valid until, let me check, until the 15th of March. Und der ist gültig bis zum 15. März. Yeah, so this promo code can be used together with the early bird discount, which is valid till the 23 of March. A little bit confusing. On the top of early bird account, there is another promo code that you can use. Also, und dieser Rabatt, Frauenpower, der gilt auch zusammen mit dem Frühbucherpreis, der bis zum 23.03. gültig ist. Also ihr könnt beide Rabattcodes miteinander kombinieren. Yeah. So after the 15th of March, this promo code will be not valid. Also nach dem 15. März ist der Frauenpower Rabattcode nicht mehr gültig. Yeah, and after the 23rd of March, the price will be 10% higher. That's what we usually do because we get more and more bookings. So the number of seats are limited. So if you are booking in advance, you gives us more opportunity to fill in the group, and we are giving more discounts. If you are joining later, it's more expensive. So you're welcome to join now. Und also wenn der Frühbucherrabatt, der gilt bis zum 23.03. Wenn der verstrichen ist, dann wird das Seminar 10% teurer sein. Wir machen das eben, weil ihr gebt uns damit die Gelegenheit, eben dieses Seminar schon mal besser zu füllen. Und das ist der normale Rabatt, den wir geben. But Michael and all men, you can also use these two opportunities to join. Use the best of our women's power. Aber natürlich auch die Herren hier, die dabei sind, sie können auch diese Codes nutzen und das Beste hier tun. Yeah. So at this retreat, we will work on all these parameters improvement. Yeah. So if you discover any of the problems today, you will definitely improve these parameters at this retreat. Und in diesem Retreat werden wir eben an allen diesen Parametern, die wir heute getestet haben, auch wirklich aktiv arbeiten, sodass du die Gelegenheit hast, alle diese Parameter zu verbessern. This is my daughter is coming. Yes, пойдем, скажешь. Привет. Und hier kommt meine Tochter. Yes, yes. Yesenia Fedorovna. Yesenia. Und She's das like ist a cat. Yesenia. She was running. I was kept. Aber sie wollte nicht bei mir bleiben. Sie haut ab wie eine Katze. So another opportunity, if you like to go on holidays to our country where I live in Montenegro. This is ex-Yugoslavia, and this country has a border with Serbia.
but this country is on the coast with Adriatic Sea, yeah, opposite Italy, but much cheaper and much more interesting in my opinion. Und wenn du natürlich einen Urlaub noch buchen möchtest, dann hast du die Gelegenheit, nach Montenegro zu kommen. Montenegro ist das ehemalige Jugoslawien, das ist also Serbien und das grenzt an, liegt am Mittelmeer. Yeah, so you're also welcome to join our retreat here in Montenegro. It's also getting more and more booked, so less and less places left. So you're welcome to join. This is very joyful, and this is, more combination of your holiday in September with eye training. So if you are still planning your holidays, if it's still on your list, you are very welcome to combine eye training with your holiday here in Montenegro. This is a beautiful country with lots of opportunities and lots of sightseeing and beautiful sea, Adriatic Sea. Und natürlich auch dieses Seminar, das füllt sich langsam und das ist natürlich wunderbar, wenn du deinen Urlaub mit Seetraining verbinden möchtest. Hier wunderbar an der Adria am Mittelmeer. Also das ist wirklich eine schöne Gelegenheit, hierher nach Montenegro zu kommen. Yeah. Here in Montenegro, we offer different excursions, and many Germans like this country. They buy different flats here and houses and like traveling here in Montenegro. Und wir bieten hier auch sehr viele Ausflüge an und es kommen immer mehr Deutsche auch hierher, die auch das Leben hier sehr genießen und sich hier einkaufen. Yes, Claudia. Yes. Yeah, sure. It's valid. Ja, Claudia, ja, das ist gültig. Yeah. So you're very welcome to join our events. The nearest event is in Frankfurt in May, just in 2 months, and the holiday event is in September. So you're welcome to join. Also, ihr seid also herzlich eingeladen, an beiden Events teilzunehmen. Der nächste ist jetzt eben in Frankfurt, aber natürlich dann auch später im September. So we will let you know when we organize the second part of this topic, when we agreed with Margarita. And thank you very much and see you. Also, wir lassen euch wissen, wann es den nächsten Termin gibt für den zweiten Teil dieses Themas. Und ich danke euch sehr herzlich und wir sehen uns bald. Ciao, ciao. Ciao. Thank you, Margarita. Thank you. Bye bye. Bye bye.